Spieltag 24 startet mit einem weiteren Derby für Bochum. Diesmal aber in Köln gegen Schalke zu Hause verloren. Wird, glaube ich, nicht viel einfacher. Die haben sich wirklich gegen Schalke viel vorgenommen. Eine große Enttäuschung war da dann am Ende. Tja, und in Köln, glaube ich, wird es, obwohl da ist jetzt wieder so ein Ding, da gewinnen sie dann ausgerechnet. Wenn ich jetzt gegen sie tippe, dann gewinnen sie ausgerechnet in Köln. Aber ich glaube, dass die Kölner da stärker sind. Von der Qualität her weiß ich es gar nicht. Da würde ich auch die Kölner leicht vorne sehen. Tja, weißt du nie, ne? Kann von Spieltag zu Spieltag wieder unterschiedlich sein. Ich tippe aber mal für Köln. Komm, ich setze jetzt mal auf Köln, dass die da mal keine Scheiße bauen. 2:0. Und die sollen mir ein paar Punkte dafür einbringen. Am Samstag haben wir dann Hertha gegen Mainz. Auch ein wichtiges Duell für die Hertha. Unten stehen ja 4 Mannschaften, glaube ich, mit 19 Punkten. Und fast alle davon haben blau-weißes Logo. Das ist auch sehr, sehr selten. Und ja, ein spektakuläres Farbwunder und Farbspiel. Tja, aber da wird die Hertha, nicht Remis, gegen Mainz ist auch immer unangenehm zu spielen, aber Mainz und Hertha, die könnten wir unentschieden spielen. Wir machen mal Hertha-Mainz 1:1, nicht nur weil es sich reimt, sondern einfach so aus dem Bauch raus. Frankfurt gegen Stuttgart dann auch ein schwieriges Spiel für die Eintracht. Die steht so ein bisschen unter Zugzwang, dass sie gewinnen muss. Die haben in Wolfsburg gar nicht, ja, so verkehrt will ich gar nicht sagen, gespielt. Also es war auf jeden Fall mal geil, wieder nach ein paar Jahren im Stadion zu sein. Gute Plätze gehabt, auch noch bei Twitter vom offiziellen Eintracht-Account abfotografiert. Der nächste Weltstar hier wächst heran und von daher, es war ein schönes Spiel, bisschen Glück gehabt. Ich glaube, Wolfsburg war von den Chancen her eigentlich ein bisschen besser. Zweite Halbzeit haben dann beide so ein bisschen abgebaut. Ja, und Stuttgart hat ein gutes Spiel gegen die Bayern zu Hause gemacht, aber gut, gegen Bayern spielen sie immer irgendwie in ihrer Prime. Nicht nur Stuttgart, auch die anderen. Tja, die Eintracht muss, und ich tippe mal auf die Eintracht, ich mache hier mal ein 3:0 wird zu viel. Ich glaube nicht, dass die 3 Tore schießen. Ich glaube das nicht. Ich mache mal ein knappes 1:0. Ich hoffe. Ich hoffe auf einen Sieg, egal wie er ausfällt, weil wir brauchen den, um oben dran zu bleiben. Und Stuttgart natürlich, um unten rauszukommen. Also hier braucht jeder die Punkte. Wird ein spannendes Spiel. Leipzig gegen Gladbach, das wird natürlich nicht so schön für Max Eberl, der zum ersten Mal, glaube ich, jetzt in Funktion in Leipzig auf Gladbach trifft. Er kann froh sein, dass es in Leipzig ist und nicht in Gladbach. Ich glaube, das wäre ein bisschen heftiger geworden. Naja, jetzt ist ja Rufen Schröder auch noch bei Leipzig von Schalke weg. Hat auch wegen privaten Problemen aufgehört oder persönlichen Problemen und hat dann bei Leipzig angeheuert. Na gut, das ist eine andere Geschichte. Es geht hier um Sportliche. Da glaube ich, dass Leipzig, ja, die spielen dann gegen Man City. Werden sie gut beraten, wenn sie gewinnen. Aber Gladbach, die sind auch immer für so einen Sieg gegen große Teams gut. Die haben gegen Bayern gewonnen, gegen Freiburg 0:0 gespielt. Tja, aber in Leipzig glaube ich nicht. Aber ich wag's mal. Komm, ich mach mal ein bisschen risikoreichen Tipp. Ich tippe mal die Gladbacher auf Sieg 2:1. Reicht auch ein 1:0, kriege ich auch 3 Punkte, aber Sieg Gladbach, um mal so ein bisschen ins Risiko zu gehen. Bayern gegen Augsburg dagegen denke ich schon, dass das eine klare Nummer sein wird, obwohl Augsburg ja für die Bayern eigentlich nicht so ein gutes Pflaster ist. Speziell halt in Augsburg, aber ich glaube in München zu Hause, die haben gegen Paris, also Paris war wirklich schwach, ey. Ich meine, Neymar hat gefehlt, das ist jetzt aber, glaube ich, keine Ausrede. Du hast von Mbappé wenig gesehen, von Messi hast du auch nicht so viel gesehen und auch so die ganze Truppe. Also tut mir leid, ey. National werden die zwar wieder Meister, ich kann aber jetzt schon mal voraussagen, dass der aktuelle Trainer von Paris nächstes Jahr um die Zeit nicht mehr Trainer wird. Die werden wahrscheinlich im Sommer dann wieder einen neuen Trainer holen, versuchen wieder die Champions League zu gewinnen, hauen nochmal mehr Geld rein. Deswegen ist das ultra wichtig, ey. Und es geht mir und wahrscheinlich vielen anderen auch so runter wie Öl, dass solche Mannschaften einfach nicht ins Finale einziehen. Da können sie noch so viel Geld reinpumpen vom Scheich, genauso wie Man City. Wobei bei Leipzig gegen Man City hoffe ich auch eher, dass beide Mannschaften verlieren. So der Gemütszustand. Also hier glaube ich, um jetzt mal auf die Bundesliga zurückzukommen, dass die Bayern das machen. 3:1, ich traue den Augsburgern definitiv ein Tor zu. Auch eine Überraschung, aber ich denke mal, die Bayern lassen da nichts anbrennen. Dann das wohl spektakulärste Spiel an diesem Wochenende, Revierderby. Schalke gegen Dortmund auf Schalke und lustigerweise sind das so die formstärksten Mannschaften in der Rückrunde. Schalke noch kein Spiel verloren, viele Spiele auch zu 0 gespielt. Gut, die haben 4-mal 0:0 hintereinander gespielt. Dortmund hat bislang jedes Bundesligaspiel in der Rückrunde gewonnen, auch das gegen Leipzig. Und jetzt kommt natürlich ausgerechnet Schalke, die den Dortmundern so ein bisschen in die Meisterschaftssuppe spucken könnten. Das wird ein geiles Spiel, glaube ich. Es wird klar hitzig, wie jedes Revierderby, da braucht man gar nicht um den heißen Brei rumreden. Tja, ich glaube, dass beide mit offenem Visier spielen, glaube ich nicht. Schalke muss trotzdem zusehen, dass sie sich nicht zu defensiv hinten reinstellen, auch nicht zu viel riskieren. Ich tippe mal Dortmund auf Sieg. Von der Qualität her alleine von der Qualität her müsste Dortmund das locker schaffen. Aber Derby und seine
eigenen Gesetze. Ihr wisst, wie das ist, auch im Pokal. Es könnte wirklich knapp werden, aber wenn Dortmund wirklich oben dran bleiben will, müssen sie halt auch mal so ein Spiel gewinnen. Es könnte so eine Art 6-Punkte-Spiel sein, auch für beide. Ja, wir lassen uns mal überraschen und wir gucken mal, was so das Derby mit sich bringt. Dann haben wir am Sonntag aufgrund von Euroleague 3 Spiele. Freiburg gegen Hoffenheim, so eine Art Derby. Ja, Hoffenheim auch, die stecken unten mit drin. Also wie die abgestürzt sind, das ja, hat mich so mit am meisten überrascht. Ich habe echt nicht gedacht, dass die wirklich so tief unten reinrutschen. Aber so ist es nun mal, ne? Trainer weiß nicht so recht, auch mit dem neuen Materazzo bleibt der Trainereffekt noch aus. Und Freiburg, die jetzt Stand jetzt in gut 2 Stunden, glaube ich, bei Juventus Turin spielen. Ihr größtes Spiel der Vereinsgeschichte. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Tja, und dann, was machen wir? Hoffenheim, holen die mal irgendwann wieder einen Sieg. Also ich würde es mir wünschen, wenn die Eintracht parallel gewinnt, dass Freiburg so ein bisschen von uns auch unter Druck gesetzt wird in der Tabelle. Also ich mache mal auch hier ein bisschen Risiko. Ich tippe auch hier vorsichtig mal ein 1:0. Ich tippe meist gar nicht viele Tore, sehe ich gerade. In meinen getippten Spielen fallen eigentlich wenig Tore. Im Gegensatz dann zur echten Bundesliga. Also in echt, wie es dann da abläuft. Naja, okay. Mein Tipp, Freiburg-Hoffenheim 0:1. Bremen gegen Leverkusen ist auch eine spannende Nummer. Leverkusen hat sich gefangen. Haben jetzt in der Euroleague oder müssen in der Euroleague gegen Ferencváros Budapest, schöner Name, Ferencváros Budapest spielen. Und Bremen, ja, spielen eigentlich zu Hause auch keinen schlechten Fußball. Ich glaube, Weiser kommt jetzt auch bald wieder zurück. Dann natürlich, klar, Füllkrug, Duxch. Tja, ich glaube, gut, die Klasse haben sie eh locker gehalten. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, das reicht für Bremen, dass die dieses Jahr nicht mit unten reinrutschen. Ja, könnte spannend werden. Wenn Leverkusen das gewinnt, dann klopfen sie auch nochmal oben an. Also da geht es für beide um was. Bremen kann auch nochmal oben angreifen, warum nicht? Ich tippe auch hier mal ein bisschen, gut, riskanter will ich nicht sagen vielleicht. Ja, Überraschung. 2:1 für Bremen. Vielleicht ist ja für Leverkusen eine kleine Delle, oder mache ich Leverkusen als Tipp? Ich weiß ich nicht. Nee, ich lasse es so. Wenn es dann irgendwie andersrum kommt, dann ist okay, aber ich bleibe jetzt bei meinem Tipp. Ich ändere den jetzt nicht 10.000 Mal. Bremen zu Hause 2:1 gegen Leverkusen. Und das letzte Spiel, Wolfsburg gegen Union Berlin, 19:30 Uhr am Sonntag. Tja, Union auch nach dem Spiel gegen Royal Union Saint-Gilloise oder irgendwie sowas. Also auch eine Unioner Mannschaft, haben sich ja in der Gruppenphase schon mal gegenübergestanden. Union und Saint-Gilloise. Und Wolfsburg, tja, das ist auch so eine Wundertüte. Ne? Wenn sie so spielen wie gegen die Eintracht, ist definitiv auch ein Punkt mindestens drin. Aber Union will natürlich auch sich, so blöd sich das klingt, für die Champions League qualifizieren. Und sie haben dazu alle Möglichkeiten. Die haben eine gefestigte Truppe, haben oftmals hier die Freiburger ein bisschen viel Spielglück in verschiedenen Situationen. Haben aber sonst so eine gestandene Truppe, dasselbe System, das ziehen sie durch. Knallhart. Und deswegen sage ich mal, dass die Berliner in Wolfsburg gewinnen. Ich mache hier mal ein 3:1. Möge man auch vielleicht nicht immer so tippen. Ich würde jetzt, wenn ich auf irgendwelchen Tippseiten das tippen müsste, würde ich es vielleicht nicht so tippen, aber hier beim Just for Fun Tippspiel, da kann man das mal machen. Und noch eine kurze Übersicht, wer wo mit wie vielen Punkten steht. Prinz Poldi ganz oben mit 287, gefolgt von DB Cooper 1 Punkt weniger, dann Schlitz und Easy. Also vielleicht könnten die 3 oder 4 oder 5 oder 6 den Sieg dann unter sich ausmachen. Viele Spieltage sind es nicht mehr, 10 Stück nur noch. Bin auf der 30 hier, das ist eigentlich so fast, ja, okay, nicht in der Mitte, so unteres Mittelfeld oder oberes Mittelfeld, keine Ahnung. Tja, ihr findet euch ja. Ich finde es immer noch schön, dass ihr so aktiv mit dabei seid, dass ihr fleißig mittippt. Ich bin sehr gespannt, wünsche euch wie immer viel Glück mit euren Tipps und für eure Mannschaften. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wie gewohnt, zum nächsten Spieltagstipp. Spieltag 25 haben wir dann schon. Macht's gut. Ciao, ciao.